Man sagt, ein Kriegsschiff sei ein Symbol von Ordnung und Disziplin. Ein schwimmender Beweis für die Macht eines Reiches, für Gehorsam, Hierarchie und eiserne Regeln. Doch tief unter Deck, dort, wo kein Offizier lange verweilt, existiert eine andere Welt. Eine Welt ohne Himmel, ohne Gnade und ohne Ausweg. Hier schlafen Kinder neben Dieben, freie Männer neben solchen, deren Freiheit nur gleichen ist. Wasser entscheidet über Leben, Holzwasser über Macht, und ein falsches Schweigen kann tödlicher sein als jede Kanonenkugel. Was geschieht, wenn man eine ganze Gesellschaft in einen engen Holzrumpf sperrt und sie monatelang dem Meer, dem Hunger und sich selbst überlässt? Dies ist keine Geschichte über Seeschlachten. Dies ist die Geschichte dessen, was Menschen werden, wenn es keinen Ort mehr gibt, an dem man fliehen kann. Als das Signal zum Ende der Wache ertönte, spürte Byron keine Erleichterung. Oben an Deck wehte die kühle Nachtluft. Stern funkelten über dem schwarzen Wasser, und für einen kurzen Moment konnte man glauben, die Welt sei noch in Ordnung. Doch der Weg, den Byron nun nahm, führte nicht ins Licht. Stufe für Stufe stieg hinab unter Deck, fort von Himmel und Wind, hinein in den Leib des Schiffes. Mit jedem Schritt wurde die Luft schwerer. Der Geruch von altem Schweiß, feuchtem Holz, Salz und Krankheit hing wie ein unsichtbarer Schleier in den Gängen. Die Laternen warfen nur schwaches, gelbliches Licht und ließen mehr im Schatten, als sie erhellten. Unter Deck lagen über 100 Männer Byrons Waschgruppe, Körper an Körper, dicht gedrängt wie Fracht. Manche ruhten in schlaffen Hängematten, andere lagen direkt auf den harten Planken, den Rücken gegen Wasser oder spannten gepresst. Hier unten war kein Platz für Abstand, keine Möglichkeit, dem Atem oder den Traumen der anderen zu entkommen. Byron blieb stehen und lauschte. Husten hallte durch den Raum, trocken und tief. Jemand stöhnte im Schlaf. Ein anderer murmelte Worte, vielleicht ein Gebet, vielleicht nur wirres Gerede eines fiebrigen Geistes. Dazwischen flüsterten Stimmen, vorsichtig, leise genug, nicht aufzufallen, aber laut genug, gehört zu werden. Er hörte Akzente aus allen Teilen Englands, Hafenleute aus London, Bauern vom Land, Männer aus dem Norden. An Land hatten diese Menschen kaum je ein Wort miteinander gewechselt. Hier jedoch waren sie gezwungen, nebeneinander zu schlafen, zu atmen, zu leben und zu verfallen. Auch hier unten war die Gesellschaft klar geordnet. Einige besaßen wenigstens eine Hängematte, so abgenutzt sie auch war. Andere hatten nichts als den nackten Boden. Manche deckten sich mit einem Mantel zu, andere zitterten in ihren dünnen Hemden. Der Ozean hatte die Klassen nicht ausgelöscht, hatte sie nur enger zusammengedrückt. Ein Mann fuhr erschrocken hoch, als Byron an Eichem vorbeiging. Die Augen weit vor Angst. Erst nach einem Moment erkannte er, dass es nur ein weiterer Matrose war, kein Offizier, kein Aufseher. Er drehte sich wortlos weg. Unter Deck war Misstrauen eine Form des Selbstschutzes. Am hinteren Ende des Raumes sah Byron John Duck. Der schwarze Matrose lag auf der Seite, den Rücken an ein großes Wasserfass gelehnt. Duck schlief nicht. Seine Augen waren offen und starrten zur Decke, als versuchte er, durch das Holz hindurch den Himmel zu sehen. Byron kannte diesen Blick. Duck sprach wenig, arbeitete hart und hielt Abstand. Auf diesem Schiff waren alle Männer der Disziplin unterworfen, doch Duck trug eine zusätzliche Last.
Byron wusste es, auch wenn niemand es laut aussprach. Sollte das Schiff in fremde Hände fallen, konnte Dochs Freiheit in einem einzigen Augenblick verschwinden. Für die meisten war Gefangenschaft eine Möglichkeit. Für Doch war sie ein Urteil. Ein leiser Schrei riss die Stille. Ein Junge, kaum älter als 6 oder 7, war aus einem Albtraum erwacht. Sah sich panisch die Augen voller Tränen. Ein älterer Matros packte ihn am Arm, zog ihn nachher heran und zischte ihm zu, still zu sein. Hier unten war kein Platz für kindliche Angst. Sie hatte diesen Jungen schneller erwachsen gemacht, als es je ein Vater getan hatte. Byron setzte sich schließlich an einen freien Platz, nahe eines Spans und lehnte den Rücken gegen das kalte Holz. Über ihm achste der Rumpf des Schiffes. Jede Welle ließ ein Knarren wie ein lebendiges Wesen. Das Kriegsschiff atmete schwer, müde und nachgiebig. In diesem engen Raum lagen Adlige und Bettler, Handwerker und Verbrecher, Vater und Kinder, Freie und jene, deren Freiheit jederzeit genommen werden konnte. Ein Kriegsschiff trug nicht nur Kanonen und Flaggen. Es trug das gesamte Gewicht menschlicher Widersprüche. Byron schloss die Augen. Doch der Schlaf kam nicht sofort. Zu viele Gedanken drängten sich auf, zu viele Leben waren hier zusammengepfercht, ohne Raum, ohne Hoffnung auf Abstand. Dies war eine Welt im Kleinen, und sie hatte begonnen, ihre hässlichsten Seiten zu zeigen. Und während das Schiff draußen unbeirrt seinen Kurs hielt, begriff Byron etwas, das ihn nicht mehr loslassen sollte. Wenn dies ein Abbild der Welt war, dann war es eines, das langsam von innen heraus zerbrach. Byron erkannte den Augenblick, in dem es kein Zurück mehr gab. Nicht, als der Hafen hinter dem Horizont verschwand. Nicht, als das Land nur noch ein dunkler Streifen war, sondern in der ersten Nacht auf offener See. Lag in seiner Hängematte, kaum eine Armlänge von den Körpern anderer Männer entfernt. Das Schiff schaukelte gleichmäßig, doch Schlaf wollte nicht kommen. Jeder Atemzug eines Fremden war zu hören, jedes leise Stonen, jedes unruhige Wenden. Das Knarren der Planken klang nicht mehr wie ein Geräusch, sondern wie eine Warnung. Holz war nun die einzige Grenze zwischen ihnen und dem Meer. In dieser enge Verstand Byron, was zuvor nur gedacht hatte, die Wahrheit lag nicht an Land. Sie lag hier, zwischen diesen Männern, eingeschlossen in einem schwimmenden Raum ohne Ausweg. Am nächsten Morgen war alles gleich und doch war alles anders. Die Wager hatte begonnen, nach ihren eigenen Regeln zu leben. Mit dem ersten wohlständigen Seetag ordnete sich das Leben an Bord nicht nach Gerechtigkeit, sondern nach Notwendigkeit. Die Zeit wurde nicht mehr in Tagen gemessen, sondern in Wochen. 2 Gruppen, jede etwa 100 Mann stark, wechselten sich ab, während Byrons Gruppe an Deck arbeitete, lagen die Männer der vorherigen, wache Herrschaft unter Deck, zusammengedrängt in Hängematten, so dicht, dass sich ihre Körper im Schlaf berührten. Niemand an Bord hatte das Gefühl, wirklich allein zu sein. Selbst in den ruhigen Stunden war das Schiff erfüllt von Geräuschen, vom Knarren der Planken, vom Schlagen der Segel, vom gedampften Husten aus der Tiefe des Rumpfes. Stimmen mischten sich im Halbdunkel, Akzente aus London, aus Irland, aus den schottischen Highlands, aus Dörfern, deren Namen Byron noch nie gehört hatte. Manche fluchten, andere beteten, weiter andere murmelten im Schlaf. Die Wager war kein Schiff mehr. Sie war eine schwimmende Gesellschaft.
Hier lebten Männer, die sich an Land niemals begegnet waren. Einige wenige Gentlemen, sauber gekleidet, mit ruhigen Stimmen und dem selbstverständlichen Anspruch zu befehlen, und die große Masse der anderen. Arme Stadtbewohner, ehemalige Tagelöhner, Handwerker ohne Arbeit, Männer, die mehr aus Zwang als aus Überzeugung zur Marine gegangen waren. Viele von ihnen hatten ihre erste Heuer bereits verloren, noch bevor die Reise richtig begonnen hatte. Sie mussten Thomas Harvey, dem Quartiermeister, einen Teil ihres Lohns abtreten für das Nötigste, grobe Kleidung, eine Schüssel, einen Löffel, wer nicht zahlte, fror, wer nichts mehr hatte, hungerte. So begann die Ordnung des Schiffs nicht mit Kanonen, sondern mit Abhängigkeit. Zwischen diesen Männern arbeiteten jene, deren Fähigkeiten unversichtbar waren, der Zimmermann, der Segelmacher, der Cooper, Männer, die mit Holz, Leinwand und Eisen über das Überleben aller entschieden. Und doch galten sie kaum mehr als die anderen. Respekt schützte nicht vor Hunger. Byron begegnete John Duck an einem der frühen Tage. Duck war ein freier, schwarzer Seemann aus London. Sprach wenig, bewegte sich ruhig, aufmerksam. Als wage jeden Schritt ab. Arbeitete gut, präzise, ohne Klagen. Dennoch bemerkte Byron die Blicke der Offiziere, die langer auf einem ruhten als auf anderen. An Bord gab es keine offiziell festgeschriebenen Klassen. Doch es gab Gefahren, die nicht für alle gleich waren. Byron wusste, dass Duck etwas trug, was unsichtbar war und doch schwerer wog als jedes Gepäck. Wenn in einem fremden Hafen festgesetzt wurde, konnte verschwinden, verkauft, verschifft, vergessen. Ein Risiko, das kein weißer Matrose teilte. Die Wager kannte keine Gnade. Zwischen den Männern arbeiteten Kinder, Jungen, manche kaum 6 oder 7 Jahre alt. Sie trugen Wasser, kletterten in die Takelage, lernten Befehle schneller, als sie lesen konnten. Ihre Gesichter waren schmutzig, ihre Augen wachsam. Byron sah, wie sie die Erwachsenen beobachteten, wie sie lernten. Wann man sprach und wann man schwieg, wann man hinsah und wann man wegsah. Und dann gab es die Alten. Thomas McLean, der Koch, war über 80 Jahre alt. Sein Rücken war gekrümmt, seine Hände zitterten. Doch jeden Morgen stand an seinem Platz. Manche flüsterten, habe mehr Winter überlebt, als das Meer zahlen könne. Andere sagten, der Tod habe ihn vergessen. Einige Männer hatten Familien an Land, Frauen, Kinder, Häuser, die sie vielleicht nie wiedersehen würden. Thomas Clark, der Master und erste Navigator, hatte sogar seinen kleinen Sohn mit an Bord gebracht. Der Junge lief zwischen den Beinen der Matrosen umher, als gehöre hierher, als sei dieses Schiff seine Welt. Byron fragte sich, was aus einem Kind wurde, das so aufwuchs. Ein Matros hatte einmal gesagt, ein Kriegsschiff sei ein Abbild der Welt. Auf der Wager zeigte sich diese Welt verdichtet und scharfer. Tugend und Laster lagen eng beieinander. Man fand hier alles. Diebe, Betrüger, Spieler, Ehebrecher, Heuchler und auch Männer, die trotz allem versuchten, anständig zu bleiben. Doch gerade diese Mischung machte das Schiff gefährlich. Die Royal Navy war stolz darauf, aus solchen Gegensätzen etwas zu formen, was Admiral Nelson eine Bande von Brüdern genannt hatte. Doch auf der Wager war diese Brüderlichkeit brüchig. Zu viele Männer waren gegen ihren Willen hier. Zu viele trugen Wut in sich. James Mitchell, der Zimmermann, war einer von ihnen. Sein Blick war hart,
seine Bewegungen unruhig, arbeitete mit einer Intensität, die Byron beunruhigte. Es war, als halte Mitchell, etwas zurück, etwas Dunkles, das nur auf einen Anlass wartete. Sogar King, der Bootsmann, mit seiner rauen Stimme und der stets griffbereiten Peitsche, wirkte im Vergleich berechenbar. Byron begann zu begreifen, dass Disziplin nicht dasselbe war wie Ordnung. Die Tage vergingen, Arbeit, Essen, Schlaf. Das Meer blieb gleichgültig, doch etwas zog sich zusammen, unsichtbar, wie ein Seil, das langsam gespannt wurde. Byron kannte die Männer neben sich noch nicht wirklich, und kannte sich selbst noch weniger. Eine lange Reise, wusste nun, veranderte jeden. Sie brachte Dinge an die Oberfläche, die man an Land verbergen konnte: Angst, Grausamkeit, Mut, Verrat. Die Wager trug all das bereits in sich, und sie hatte gerade erst begonnen, sich zu bewegen. Die Wager trug alles bereits in sich, und sie hatte gerade erst begonnen, sich zu bewegen. Byron wachte auf in der Dämmerung einer neuen Wache. Der Geruch von nassem Holz, Schweiß und altem Segeltuch hing in der Luft. Alles war wie am Vortag und doch nicht. Es war kein äußeres Ereignis, das den Wandel einleitete. Es war das Gefühl, dass sich etwas verschoben hatte, kaum merklich, aber unumkehrbar. War eingeteilt zur Deckreinigung, als der Ruf durch das Schiff ging, Lohnvergabe. Einige Männer standen sofort auf, andere murmelten nur müde und drehten sich um. Lohn, das Wort klang verheißungsvoll, doch Byron hatte bereits gehört, dass es selten das heilt, was es versprach. Reihte sich ein. Vorne saß ein Saalmeister, daneben ein Schreiber. Munsen klimperten, Namen wurden verlassen. Einer nach dem anderen trat vor, erhielt sein Geld, quittierte, ohne ein Wort, ohne ein Lachhelm. Als Byron an der Reihe war, legte ihm der Saalmeister 4 kleine Münzen auf die Handfläche. Blinzelte, reichte es kaum zum Überleben. Ein Fehler, fragte zögernd. Der Schreiber schüttelte den Kopf, Abzüge für Ausrüstung, Quartiermeister Harvey. Byron trat zur Seite, doch die Worte brannten sich ein. Harvey, Spater, unter Deck, fragte einen älteren Seemann, der gerade Tabak kaute. Wie verdienst du wirklich? Fragte Byron leise. Der Mann grinste sahenlos. Genug, meine Schulden zu bezahlen. Aber nie genug, frei zu sein. Byron verstand nicht sofort. Dann sah sich Viele trugen dieselbe grobe, graue Kleidung. Schüsseln aus Holz, Löffel aus Blech. Alles schien gleich, und alles hatte einen Preis. Fand Harvey in einem kleinen Raum neben dem Vorratslager. Der Quartiermeister saß an einem Tisch, auf dem penibel geführte Bücher lagen, saubere Einträge, Zahlenkolonnen, Namen. Ich bin wegen meines Lohns hier, sagte Byron. Harvey sah nicht auf, du hast Ausrüstung bekommen. Geschirr, Kleidung, wird abgezogen. Ich dachte, das war gestellt. Jetzt hob Harvey den Blick, seine Augen waren ruhig. Cool, nichts ist gestellt. Wer hier ist, schlaft und atmet, zahlt. Byron wollte widersprechen, doch Harvey war bereits bei der nächsten Seite. Wenn du zusätzliche Decken brauchst, wir haben noch welche, 3 Pence, du kannst anschreiben lassen. Byron schwieg, dann drehte sich und ging. Doch fühlte, wie Harveys Worte an ihm klebten. Wie Nebel, der nicht wich, in den folgenden Tagen beobachtete genauer.
Sah, wir Matrosen ihr Essen schweigend, lofelten, ausschüsseln, die sie teuer bezahlt hatten, wir sie kleine Reparaturen, an ihrer Kleidung selbst vornahmen, keine neuen Schulden zu machen. Wir Harvey mit einem Lächeln und einem Buch in der Hand mehr Kontrolle ausübte als jeder Offizier mit Sabel. Niemand sprach offen darüber, doch alle wussten es. Harvey war das Scharnier im System. Verteilte nicht nur Dinge, verteilte Möglichkeiten. Wer zahlte, bekam eine Decke. Wer nicht zahlte, fror. Wer schuldet, schweigt. Wer schweigt, gehorcht. Eines Abends saß Byron mit John Duck im Halbschatten des unteren Decks. Sie hatten gemeinsam gearbeitet, sich ohne viele Worte abgestimmt. Duck war zuverlässig, schnell, stets wachsam. Du sahst auch an Harvey, fragte Byron. Duck nickte, jeder sahlt. Und wenn man nicht kann, dann hat man bald weniger als vorher. Byron blickte in die Dunkelheit. Über einen knarrte das Holz. Die sei war ruhig. Doch spürte, der Sturm lauerte nicht draußen. Wuchs unter ihren Füßen, in diesen Gangen, in diesem System. Ein junger Matros, kaum 16, wurde eines Tages ohne Löffel beim Essen erwischt. Harvey ließ ihn nicht essen, nicht laut, nicht mit Gewalt, einfach indem sagte, ohne Löffel kein Essen. Der Junge versuchte zu erklären, sagte, seien sie verloren gegangen. Harvey nickte. Ein neuer kostet 6 Pence. Der Junge hatte nur 3, dann komm morgen weiter. Byron sah, wie der Junge sich setzte, den Kopf senkte und nichts aß. An diesem Abend schrieb Byron in sein kleines Notizbuch, das unter dem Hemd versteckte. Auf der Wager braucht es keine Peitsche, der Hunger genügt. Es war kein Geheimnis, es war eine stille Ordnung. Wer oben schwieg, ließ unten regieren, und Harvey war ihr Statthalter. Byron begann zu verstehen, wie dieses Schiff wirklich funktionierte. Nicht durch Disziplin, nicht durch Kameradschaft, sondern durch Abhängigkeit und Schuld. Die Wager fuhr weiter, der Wind stand günstig, die See war ruhig, die Männer arbeiteten, aßen, schuldeten, und unter der Oberfläche spannte sich das Netz enger. Byron sah es jetzt klar, nicht der Ozean machte sie zu Gefangenen, sondern das System, das vorgab, sie zu ernachen. Nach der Lohnvergabe änderte sich die Stimmung an Bord spürbar. Nicht offen, nicht laut, aber sie verschob sich, wie eine Strömung unter ruhiger Oberfläche. Byron bemerkte es zuerst beim Wasser. Die Rationen waren noch dieselben, offiziell zumindest. Doch der Geschmack hatte sich verändert. Ein metallischer Beigeschmack, faul, schwer. Manche Männer tranken hastig, andere nur widerwillig. Einige ließen den Becher stehen. Einer der Tonen ist undicht, sagte jemand leis. Das Wort verbreitete sich schnell. Undicht. Auf einem Schiff war das kein kleines Problem. Es war eine Bedrohung. Der Cooper arbeitete im unteren Teil des Schiffes, nahe bei den Vorraten. Hieß Elias Turner, ein hagerer Mann mit rissigen Händen und einem Blick, der stets prüfend über Holz und Metall glitt. Seine Kleidung war so schlicht wie die der anderen, doch seine Rolle unterschied sich von allen. Baute, reparierte und wartete die Fässer, Wasser, Pockelfleisch, Mehl, Rum. Ohne Eichen gab es nichts, kein Trinken, kein Essen, kein Durchhalten. Byron sah ihm zum ersten Mal bei der Arbeit zu, als Turner mit einem Holzhammer einen Metallring von einem Fass schlug. Das Holz darunter war dunkel, aufgequollen, zu lange feucht, murmelte der Cooper,
oder schlecht gelagert. Ein Offizier stand daneben, ungeduldig, weil schlimm ist es. Turner zögerte, nicht tödlich, noch nicht. Das Wort hing schwer in der Luft. Die Nachricht verbreitete sich schneller als jede Anordnung. Eine Tonne war beschädigt, dann zwei, vielleicht mehr. Unter Deck wurde getuschelt. Oben an Deck schweigen die Männer. Doch ihre Augen suchten den Himmel, als konnte Antworten geben. Byron verstand nun, warum der Cooper mehr war als ein Handwerker. Ein Riss im Fass bedeutete Verdunstung, Schimmel, Krankheit, unschleißlich Durst. Am nächsten Tag kam es zum Streit. Ein Matrose hat beim Wasserausteilen behauptet, sein Ration sei geringer als zuvor. Ein anderer widersprach, Stimmen wurden laut, einer schubste. Sofort waren mehrere da. Genug, rief der Bootsmann. Doch der Schaden war angerichtet. Misstrauen hatte sich eingenistet. Der Cooper halt Wasser zurück, flüsterte jemand. Byron hörte es Turner ouch. Am Abend begegnete Byron dem Cooper zufällig im Gang. Turner trug einen Eimer mit Werkzeugen, seine Schultern hingen schwer. Man sagt, du hattest Schuld, sagte Byron vorsichtig. Turner blieb stehen, sah Eichan an. Man sagt wel, wenn Menschen Angst haben. Ist es wirklich so schlimm? Der Cooper atmete langsam aus. Ein Fass ist nicht nur Holz. Es ist Zeit. Jede Ritze frisst Tage. Und Tage entscheiden, ob Männer überleben oder sterben. Byron schwieg. Ich kann reparieren, fuhr Turner fort, aber nicht zaubern. Wenn das Holz alt ist, wenn es beim Bau gespart wurde, dann zahlt man den Preis später. Wer spart? Fragte Byron. Turner lächelte bitter. Nicht die trinken. In der Nacht hört Byron husten unter Deck. Quietschend, tief. Ein Mann erbrach sich. Ein anderer betete leise. Wasser wurde zum Gesprächsthema Nummer 1 und zum Zündstoff. Am nächsten Morgen fand man ein Fass offen war. Der Deckel war angehoben worden, nicht sauber, gewaltig. Ein Offizier schrie. Wer war das? Niemand antwortete. Turner wurde herbeigerufen. Untersuchte das Fass, schüttelte den Kopf. Jetzt ist es verloren. Wie viel? Fragte der Offizier. Genug. Von diesem Moment an war der Cooper kein neutraler Arbeiter mehr. War Zielscheibe. Jede Krankheit, jeder Durstige, jede verminderte Ration, alles zeigte auf Eichen. Entscheidet. Wer trinkt, sagte jemand. Spielt Gott, sagte ein anderer. Turner arbeitete langer, schneller, mit blutenden Händen. Doch das Misstrauen ließ sich nicht reparieren. Byron sah, woher James Mitchell, der Zimmermann, Turner eines Abends grob zur Seite stieß. Dein Holz bringt uns knurrte Turner antwortete nicht. Doch sein Blick variiert. Dass wusste, die Schuld würde bei ihm bleiben, egal was tat. In dieser Nacht schrieb Byron, man braucht keine Kanonen, ein Schiff zu zerstören. Ein leckendes Fass genügt. Am nächsten Tag wurde die Wasserration offiziell gekürzt. Nicht viel, kaum merklich. Doch die Wirkung war sofort da. Gereiste Stimmen, langsame Bewegungen, trockene Lippen, und mit jeder Stunde wurde klarer, was Byron nun verstand. Auf diesem Schiff war der Cooper nicht nur ein Handwerker, war der Hüter des Lebens und damit der Mittelpunkt aller Angst. Die Wager segelte weiter, doch etwas hatte sich unwiderruflich verändert. Der Durst hatte begonnen, die Männer zu formen. Es zeigte sich nicht sofort. Nicht weil Hunger, der knurrt, oder Schmerz, der schreit. Der Durst wirkte leiser,
machte die Stimmen kürzer, die Blicke scharfer, und brachte Unterschiede zum Vorschein, die zuvor im Schatten gelegen hatten. Byron bemerkte es zuerst an John Duck. Duck arbeitete wie immer, ruhig, präzise, sprach kaum mehr als nötig, bewegte sich bedacht zwischen den anderen, als würde ständig einen inneren Abstand wahren. Seine Hände waren geschickt, sein Blick wach. Niemand konnte ihm vorwerfen, tue zu wenig. Und doch haftete etwas an ihm. Es war kein Befehl, keine Anordnung. Es war die Art, wie manche Offiziere ihn langer musterten. Wie sein Name öfter wiederholt wurde, wenn etwas fehlte. Wie Fragen an ihn gerichtet wurden, die andere nicht beantworten mussten. Duck, du warst zuletzt am Fass. Duck, hast du das gesehen? Duck, bleib hier. Nichts davon war offen feindselig, aber alles war gesellt. Byron arbeitete eines Nachmittags mit ihm zusammen an einem Tau, das neu befestigt werden musste. Die Sonne stand tief, das Deck war rutschig vom Salzwasser. Du bist lange zur See gefahren, fragte Byron schließlich. Duck nickte, lang genug. London, geboren dort, gearbeitet überall. Sagte es ohne Stolz, ohne Bitterkeit, nur als Tatsache. Byron zögerte, dann fragte hast du Familie? Duck schwieg einen Moment. Dann schüttelte den Kopf. Nicht mehr. Das Gespräch endete dort. Nicht abrupt, sondern natürlich, als hatte Duck entschieden, dass mehr Worte gefahrlich waren. In den Nachten hörte Byron, wie Duck kaum schlief, wenn andere sich in den Hängematten walzten oder laut atmeten, lag Duck still, wach, lauschte. Eines Abends, als die Gerausche des Schiffs gedampft waren und nur das Meer sprach, fragte Byron leis, was fürchtest du am meisten? Duck antwortete nicht sofort. Dann sagte nicht das Meer. Byron wartete, nicht den Hunger, nicht den Durst. Duck drehte den Kopf ein wenig, gerade genug, Byron anzusehen. Ich fürchte Hafen. Byron verstand zunächst nicht. Duck erklärte es nicht ausführlich. Musste es nicht. Ein freier schwarzer Mann war auf See ein nützlicher Arbeiter. In Weilenhafen jedoch war etwas anderes, Ware, Besitz, Beute. Wenn die Wager in einem fremden Hafen anlegte, wenn Ordnung sehr viel, wenn Namen vertauscht oder Listen ungenau geführt wurden, dann konnte ein Mann wie Duck verschwinden, verkauft, verschifft, eingereiht in eine Kette, aus der es kein Zurück gab. Die Royal Navy segelte unter der Flagge des Königs, unter der Flagge der Ordnung. Doch sie schützte ein Imperium, das auf versklavter Arbeit beruhte. Duck wusste das. Byron begann es zu begreifen. Die Gespräche unter den Matrosen änderten sich. Nachts erzählten sie von anderen Schiffen, von Handelsrouten, von Schiffen voller Menschen, zusammengepfercht, bewacht, nummeriert, von Patrouillen der Navy, die diese Routen schützen nicht aus Grausamkeit, sondern aus Pflicht. Ohne die Sklaven gabe es keinen Zucker, sagte jemand. Ohne Zucker kein Geld. Ohne Geld keine Flott. Duck sagte nichts. Byron sah, wie seine Hände sich langsam schlossen. Eines Morgens fehlte ein Becher. Es war nichts Großes. Doch auf der Wager war nichts mehr klein. Der Quartiermeister stellte Fragen. Der Bootsmann drohte, Blicke wanderten. Duck, sagte jemand schließlich, du warst in der Nähe. Es war kein Vorwurf, es war Schleimer, es war eine Selbstverständlichkeit. Duck sah auf, ruhig, ich habe nichts genommen. Das sagen alle. Byron spürte, wie sich etwas in ihm spannte.
Ich war bei ihm, sagte war die ganze Zeit bei mir. Ein kurzer Moment der Stille folgte, dann ein Nicken, die Sache wurde fallen gelassen, vorlaufig. Doch sagte spatterleis, danke. Byron schüttelte den Kopf, das war nichts. Doch sah ihn lange an, hier ist alles etwas. Von diesem Tagen wusste Byron, Doch lebte mit einer Angst, die andere nicht teilten. Eine Angst, die nicht laut war, sondern ständig, wie ein zweiter Schatten. Die Wager nannte sich ein Schiff freier Männer, doch Freiheit war hier ungleich verteilt. Sie hing an Hautfarbe, Herkunft, an der Willkür von Situationen, die niemand kontrollieren konnte. In einer Nacht mit wenig Wind hörte Byron Doch flüstern, nicht betend, zahlend, Namen, Orte, als würde sich selbst beweisen wollen, dass noch existierte. Warum bist du geblieben? Fragte Byron. Doch antwortete leis, weil das Meer ehrlicher ist als das Land. Der Durst nahm zu, die Spannungen auch, und Byron wusste nun, dass Doch nicht nur Wasser fürchtete, sondern seine Existenz. Die Wager segelte weiter, unter einer Flagge der Freiheit, und mit einem Mann an Bord, dessen Freiheit jederzeit ausgelöscht werden konnte. Je langer die Reise dauerte, desto deutlicher wurde Byron, dass das Schiff nicht alle gleich behandelte. Nicht alle trugen das Risiko auf dieselbe Weise. Manche zahlten mit Schweiß, andere mit Angst, und einige mit etwas, das sich nicht ersetzen ließ, mit Zeit oder mit Leben. Die Jungen fielen ihm zuerst auf. Sie waren überall, zwischen den Beinen der Matrosen, in der Takelage, an den Pumpen. Kleine Körper, zu dünn für die Arbeit, zu jung für die Befehle, die man einen entgegenschrie. Manche waren kaum 6 oder 7 Jahre alt. Ihre Stimmen hatten noch nicht gebrochen. Ihre Hände waren wund von Seilen. Die schwerer waren als sie selbst. Sie lernten schnell. Nicht, weil man sie gut unterrichtete, sondern weil Fehler hier nicht versehen wurden. Byron sah, wie ein Junge einen Moment zu spät reagierte, als ein Befehl kam. Nur einen Augenblick, der Bootsmann schrie ihn an, als hatte das Schiff selbst gefahrtet. Der Junge nickte hektisch, Tränen in den Augen, und arbeitete weiter. Niemand tröstete ihn, sie müssen früh lernen, sagte ein Matrose neben Byron. Das Meer wartet nicht. Eines Tages geschah es, ein Junge, nicht älter als 8, rutschte auf dem nassen Deck aus. 10 Fuß geriet zwischen Tauwerk und Kante. Ein kurzer Schrei, dann Stille. Byron war einer der ersten bei ihm. Der Knöchel stand in einem Winkel, der nicht möglich sein sollte. Der Junge biss sich auf die Lippen, nicht zu schreien. Zur Seite rief jemand. Der Junge wurde weggetragen. Nicht in eine Krankenstation, so etwas gab es nicht. Man legte ihn unter Deck in eine Ecke. Jemand verband notdürftig das Bein. Am nächsten Tag wurde weitergearbeitet. Der Junge lag still und wurde langsamer. Niemand sprach von Schuld. Die Arbeit durfte nicht warten. Und dann waren da die Alten. Thomas McLean, der Koch, war einer von ihnen. Über 80 Jahre alt. Seine Hände zitterten ständig. Seine Augen waren trüb. Doch jeden Morgen stand in der Kombüse. Arbeitete langsam, aber sorgfältig. Kannte die Rationen. Wusste, wie man auswendig etwas machte. Doch Geduld war kein Wert mehr. Zu langsam, knurrte ein Offizier eines Morgens. McLean nickte nur. Sagte nichts, aber Byron sah, wie seine Hände stärker zitterten. Einmal fiel ihm ein Topf aus der Hand. Der Inhalt ergoss sich über den Boden.
es war nicht viel, doch es war Essen. Verschwendung, schrie jemand. McLean kniete sich hin und versuchte, das Verschüttete aufzusammeln, als könne man es retten. Niemand half ihm. Spatter horte Byron. Wie zwei Matrosen flüsterten, halt nicht mehr lange durch. Sollte man ihn ersetzen, als sprache man von einem Fass oder einem Segel. Byron begann zu erkennen, was das Schiff wirklich tat. Es fraß zuerst an den Randern, an denen, die zu klein waren, sich zu wehren. An denen, die zu alt waren, noch schnell zu reagieren. An denen, die keine Stimme hatten. Die Jungen lernten früh, unsichtbar zu sehen. Die Alten wurden übersehen, selbst wenn sie direkt vor einem standen. John Duck sprach einmal leise darüber. An Land, sagte kümmert man sich Kinder, oder man gibt zumindest vor, es zu tun. Und hier, fragte Byron. Duck sah sich hier sind sie zukünftige Hände, oder Verlorene. Auch die Krankheiten begannen sich zu zeigen. Ein Husten, der nicht verschwand. Fieber, Schwäche. Unter Deck war die Luft schlecht, feucht, verbraucht. Die Jungen husteten nachts. Die Alten standen morgens langsamer auf. Niemand nannte es Krankheit. Man nannte es Erschöpfung. Byron sah, wie ein alter Matrose eines Morgens nicht mehr aufstand. Lag in seiner Hängematte, die Augen offen, der Mund leicht geöffnet. Jemand zog die Hängematte ab, trug ihn fort. Am selben Tag nahm ein Junge seinen Platz ein. Das Schiff hatte keinen Platz für Stillstand. Thomas Clark, der Master und erste Navigator, war eine Ausnahme. Hatte seinen kleinen Sohn mit an Bord. Der Junge war besser gekleidet, besser geschützt. Spielte auf dem Deck, wo andere Kinder nicht durften. Byron beobachtete ihn oft, wie lachte, wie Fragen stellte, wie glaubte, es sei ein Abenteuer. Byron fragte sich, ob dieser junge Spatter verstehen würde, was dieses Schiff wirklich war, oder ob lernen würde, wegzusehen. Eines Abends saß Byron allein und schrieb, dieses Schiff lebt, und wie jedes Lebewesen frisst es zuerst die Schwachsten. Der Durst war noch da, der Hunger auch, doch nun kam etwas Neues hinzu, eine leise Gewissheit. Nicht alle würden diese Reise überstehen, und die man verlieren würde, waren bereits ausgewählt, nicht offiziell, nicht ausgesprochen, aber unausweichlich. Die Wager segelte weiter, mit Jungen, die so schnell erwachsen wurden, mit Alten, die man vergaß, und mit Männern wie Byron, die langsam begriffen, das Überleben hier bedeutete, jemand anderem zuvorzukommen, und das Meer schwieg. Doch unter Deck sprach der Körper. Der Husten wurde tiefer, nicht mehr vereinzelt, sondern in Wellen. Nachts, wenn die Männer dicht und dicht in ihren Hängematten lagen, hallte durch den Rumpf wie ein Warnsignal. Einer hustete, dann eins weiter, dann viele. Es war, als antworte das Schiff selbst. Die Luft war schwer, feucht. Verbrauchte Atemzüge sammelten sich, ohne zu entweichen. Die Jungen husteten, bis einen die Brust schmerzte. Die Alten standen morgens langsamer auf, ihre Gesichter fahl. Niemand nannte es Krankheit. Man nannte es Schwäche. Gleichzeitig wurde das Wasser knapper. Die offiziellen Rationen waren unverändert. Doch jeder wusste, dass weniger in den Bechern landete. Nicht auf einmal, nicht offen, nur ein Fingerbreit. Dann noch einer. Einige Männer begannen, ihr Wasser aufzubewahren, statt es sofort zu trinken. Andere mischten es mit Rum, den Geschmack zu überdecken. Es verdirbt, sagte jemand.
Es wird schlecht, sagte ein anderer. Die Schuldfrage stellte sich von selbst. Der Cooper arbeitete nun fast ununterbrochen. Seine Hände waren rissig, blutig. Schlief kaum, jede neue Tone wurde untersucht, jedes Fass bekloppt, jeder Ring nachgesogen. Doch je mehr arbeitete, desto größer wurde der Zorn. Wenn gut war, hatten wir genug, sagte jemand laut. Repariert falsch, meinte ein anderer. Halt Wasser zurück, flüsterte eine Stimme. Turner hörte es, sagte nichts. Eines Morgens brach ein Mann während der Arbeit zusammen. Einfach so, seine Knie gaben nach, sein Körper schlug auf die Planken. Wurde weggetragen. Sein Becher blieb stehen, halb voll. Niemand rührte ihn an. Die Spannungen entluden sich an Kleinigkeiten. Ein falscher Blick, ein zu langer Schluck, ein Becher, der vermeintlich voller war als der andere. Byron sah, wie zwei Männer sich an den Kragen gingen, nur weil einer behauptete, der andere habe vorgedrangelt. Fäuste flogen. Ein Offizier griff ein. Die Peitsche blieb ungenutzt. Ihre Anwesenheit genügte. Doch etwas hatte sich verändert. Die Angst war nun stärker als der Respekt. Der Cooper wurde offiziell beordert, länger zu arbeiten, Tag und Nacht, ohne Pause, ohne zusätzliche Rationen. Das ist dein Job, sagte der Offizier cool. Wenn wir krank werden, ist es deine Schuld. Turner nickte, doch seine Augen waren leer. Byron sah ihn später allein sitzen, den Kopf in den Händen. Neben ihm lagen Holzspanne wie Hautreste. Du kannst nicht alles reparieren, sagte Byron leise. Turner sah auf, doch, man erwartet es von mir. Unter Deck breitete sich die Krankheit weiter aus. Ein Junge bekam Fieber. Delirierte, rief nach seiner Mutter. Niemand wusste, woher kam. Jemand legte ihm ein feuchtes Tuch auf die Stirn, verschwendetes Wasser. Lass es, sagte ein anderer. Schafft es oder nicht. Die Worte waren nüchtern, praktisch. Byron begann zu begreifen. Was hier zuerst zerbrach, nicht die Ordnung, nicht die Disziplin, sondern das Mitgefühl. Eines Abends hörte Byron lautes Stimmengewirr aus dem Vorratsraum. Lief hin. Mehrere Männer standen ein Fass. Es war geöffnet worden. Weiter, wer war das? Schrie jemand. Der Cooper weiß es, rief eine Stimme. Turner wurde herangezerrt. Jemand stieß ihn. Ein anderer packte ihn am Kragen. Du bringst uns um. Byron trat dazwischen. Genug. Ein Moment der Stille folgte. Dann zog man sich zurück, nicht aus Einsicht, sondern aus Erschöpfung. In dieser Nacht schrieb Byron, wenn das Wasser knapp wird der Mensch zum Tier, und zuerst zerreißt den, der am nächsten steht. Am nächsten Morgen war ein Fass verschwunden. Niemand wusste, wohin. Die Rationen wurden weiter gekürzt. Offiziell wegen Vorsicht, inoffiziell wegen Angst. Der Cooper arbeitete weiter. Duch schwieg mehr als zuvor. Die Jungen husteten. Die Alten blickten leer vor sich hin. Und Byron erkannte nun klar, wenn das Überleben selbst zur Waffe wird, ist kein Platz mehr für Brüderlichkeit. Die Wager segelte weiter. Mit weniger Wasser, mit mehr Krankheit. Und mit Männern, die begannen, einander nicht mehr als Menschen zu sehen. Doch während unter Deck der Körper sehr viel, begannen Deck etwas anderes zu sprechen. Die Geschichten, sie kamen nachts, leise zuerst, in den Pausen zwischen zwei Hustenanfallen, zwischen dem klirren leerer Becher und dem Knarren der Planken. Männer rückten nachher zusammen, nicht aus Nähe, sondern aus Kälte.
Und dann erzählte einer von einem anderen Schiff. Ein Handelsschiff, sagte bewaffnet bis an die Sahne. Eins weiter fügte hinzu, begleitet von 2 Kriegsschiffen der Navy. Niemand fragte, was es geladen hatte. Jeder wusste es. Sklavenschiffe. Byron horte zu. Sagte nichts. Merkte nur, wie es sich die Gespräche veranderten. Früher hatten Männer von Stürmen gesprochen, von fremden Küsten, von Gold oder Ruhm. Jetzt ging es Ladung, Menschen als Ware, Routen, die geschützt wurden, nicht aus Moral, sondern aus Interesse. Die Royal Navy, so heißt es, patrouillierte diese Gewässer nicht zufällig. Sie schützte den Handel. Und ein großer Teil dieses Handels bestand aus gefesselten Körpern unter Deck. Sie eskortieren sie, sagte jemand, damit keine Piraten sie stehlen. Ein kurzes, trockenes Lachen ging durch die Runde. Stehlen, als könne man Menschen besitzen. Byron dachte an die enge Unterdeck, an den Husten, an die Jungen mit fiebrigen Augen. Und fragte sich, wie viele dieser Handelsschiffe noch tiefer, noch dunkler waren als die Wager. John Duck saß etwas abseits. Wie immer sprach wenig. Doch Byron bemerkte, dass bei diesen Gesprächen stiller wurde als sonst. Seine Hände lagen ruhig auf den Knien, doch sein Blick war gespannt, als lausch nicht nur den Worten, sondern den Lücken dazwischen. Du kennst diese Schiffe, sagte Byron schließlich leise. Duck nickte kaum merklich. Ich kenne Männer, die auf ihnen verschwunden sind. Mehr sagte nicht. In dieser Nacht verstand Byron etwas, das ihm zuvor entgangen war. Die Wager war Teil eines größeren Ganzen. Dieses Kriegsschiff war nicht nur dazu da, Flaggen zu zeigen oder Feinde abzuschrecken. Es war ein Werkzeug, ein Zahnrad in einer Maschinerie, die über Ozeane hinweg funktionierte. Ordnung heißt hier nicht Gerechtigkeit. Ordnung heißt, der Handel muss weitergehen, auch der Handel mit Menschen. Duck war frei, zumindest auf dem Papier. Hatte sich seinen Status in London erarbeitet, hatte Dokumente, hatte Zeugnisse, doch auf sie bedeuteten Papier wenig. Hier zahlten Hautfarbe, Gerüchte, Zufälle. Wenn die Wager in einem fremden Hafen anlegte, wer würde Duck schützen? Ein Offizier, ein Gesetz oder nur Glück? Byron begann zu begreifen, dass Ducks Freiheit an genau jenes System gebunden war, das sie jederzeit nehmen konnte. Die Männer an Bord wussten das, vielleicht nicht bewusst, aber instinktiv. Blicke blieben langer an Duck hängen, Fragen wurden gestellt, die niemand sonst beantworten musste, woher kam, wie zu seinem Status gekommen war, warum hier war. Duck antwortete ruhig, immer ruhig. Doch Ruhe war kein Schutz. Ein Matrose sagte eines Abends, wenn sie uns hier verrecken lassen, kümmern sie sich andere Schiffe besser. Niemand widersprach. Die Krankheit nahm weiter zu, das Wasser blieb knapp. Doch die Gespräche handelten nun nicht mehr nur vom eigenen Elend. Sie blickten hinaus, über den Horizont hinweg, zu den Rauten des Empires. Byron horte zu und schrieb später, ein Reich braucht keine Grausamkeit. Es braucht nur Gleichgültigkeit und genug Schiffe, sie zu verteilen. Die Wager war eines dieser Schiffe, sie trug Kanonen, Männer und Befehle, sie trug Ordnung und machte sie durchsetzbar. Und irgendwo, nicht weit entfernt, segelten andere Schiffe, wohl beladen mit Ketten und Körpern, geschützt von derselben Flagge.
Doch wusste das, Byron wusste es nun auch, und zwischen ihnen stand eine Wahrheit, die schwerer wog als Hunger oder Krankheit. Dass Freiheit in diesem Reich kein Zustand war, sondern ein fragiles Abkommen, jederzeit kundbar. Die Wager segelte weiter, nicht allein, sondern eingebettet in ein Netz aus Rauten, Interessen und Gewalt, und unter Deck husteten die Männer weiter. Doch das Netz, das draußen das Empire trug, zog sich auch im Inneren enger zusammen. James Mitchell begann, sichtbar zu werden. Zuvor war einfach der Gewissen. Der Zimmermann, unversichtbar, schweigsam, mit kräftigen Armen und rußverschmierten Händen. Einer von denen, die man brauchte, nicht zu sinken. Einer, den man gewahren ließ. Nun fiel auf, nicht durch Worte, durch Bewegungen. Arbeitete hart, harter als nötig, schlug Nagel mit einer Wucht ein, als wolle das Holz bestrafen. Seine Antworten waren kurz, scharf. Sein Blick suchte Konfrontation, selbst wenn keine da war. Die Krankheit, der Wassermangel, die Gerüchte über andere Schiffe, all das hatte etwas in ihm gelost. Oder freigelegt. Eines Tages kam es zur ersten offenen Gewalt. Es begann harmlos. Ein Kommentar über eine schlecht gesetzte Planke, ein Lachen, ein falscher Ton. Dann drehte Mitchell sich zu schnell, zu nah. Der Schlag kam ohne Vorwarnung. Die Faust traf den Matrosen im Gesicht. Knochen knackten. Blut spritzte auf das Deck. Der Mann fiel, benommen, halb bewusstlos. Für einen Moment erstarrte alles. Dann trennte man sie. Zwei Männer hielten Mitchell fest. Wehrte sich kaum. Atmete schwer, aber seine Augen waren klar. Nicht rasend, nicht verwirrt, bereit. Der Verletzte wurde weggetragen. Sein Gesicht war bereits geschwollen, ein Auge geschlossen. Wurde sehen können, wenn Glück hatte. Ein Offizier kam hinzu, fragte, was geschehen war, hörte sich die knappen Antworten an, sah Mitchell an, sah dann das Deck. Die Werkzeuge, die Planken, gehen sie zurück an die Arbeit, sagte schließlich. Nicht zu Mitchell, zu allen anderen. Kein Arrest, keine Peitsche, kein Eintrag. Byron verstand sofort, warum. Ohne Mitchell würde das Schiff sterben. Der Zimmermann war zu wichtig. Seine Hände hielten den Rumpf zusammen. Seine Kenntnisse waren nicht ersetzbar. Moral wog weniger als Dichtigkeit. Von diesem Tag an änderte sich etwas Grundlegendes. Die Männer sahen, dass Gewalt nicht gleich bestraft wurde, nicht, wenn sie von den Richtigen kam. Regeln wurden flexibel, Disziplin selektiv. Mitchell wusste das. Ging nun anders durch das Schiff, breiter, selbstverständlicher. Wenn sprach, hörten andere zu nicht aus Respekt, sondern aus Vorsicht. Manche wichen aus, andere suchten seine Nähe, als könne sie schützen. Begann, Spannungen zu provozieren. Kleine Stoße, abfällige Bemerkungen. Testete Grenzen und fand keine. Byron beobachtete ihn aus der Distanz. Erkannte das Muster. Mitchell war kein Ausbruch. War ein Symptom. Ein Mann, dessen Fähigkeit ihm Macht gab. Und ein System, das diese Macht duldete, solange sie funktionierte. Doch hielt Abstand. Die Jungen meiden ihn instinktiv. Selbst die Offiziere begegneten ihm nun vorsichtig, nicht aus Angst, sondern aus Berechnung. Eines Abends sagte Byron leise zu sich selbst, wenn Können mehr zahlt als Anstand, wird das Monster nützlich. Und Nützlichkeit schützte. Die Wager war kein gerechter Ort mehr. Vielleicht war sie es nie gewesen.
Doch nun war es offen sichtbar. Die Ordnung bestand nicht aus Regeln, sondern aus Abhängigkeiten. Wasser, Gesundheit, Fähigkeiten und Gewalt. Mitchell stand mitten darin, nicht als Anführer, noch nicht, aber als Beweis, dass ein Schiff nicht erst untergeht, wenn Wasser eindringt, sondern wenn das Falsche unersetzlich wird. Die Wager segelte weiter, mit einem Zimmermann, den man nicht bestrafen konnte, und mit Männern, die gelernt hatten, dass Recht verhandelbar war. Doch nachdem, was geschehen war, hatte sich etwas Grundlegendes verschoben. Nicht sichtbar, nicht ausgesprochen, aber allgegenwärtig. Seit dem Ausbruch der Gewalt sprach niemand mehr von Ordnung oder Kameradschaft. Das Schiff musste funktionieren, koste es, was es wolle. Und genau darin lag die neue Wahrheit. Der Mangel war nicht länger ein Zustand, er wurde zu einem Mittel. Die Rationen änderten sich erneut. Nicht plötzlich, nicht offen. Ein Schluck weniger im Becher. Ein Stück Zwieback dünner als am Vortag. Immer begleitet von denselben Worten, ruhig und sachlich gesprochen, Vorsichtsmaßnahme. Offiziell ging es um Weitsicht, um Planung für eine lange Reise. Unter Deck aber verstand jeder, was wirklich geschah. Nahrung und Wasser waren nicht mehr Versorgung, sie waren Kontrolle. Wer trank, konnte arbeiten, wer arbeitete, durfte bleiben, und wer entschied, wer bekam, herrschte. Die Wasserfässer wurden nun streng bewacht. Jede Ausgabe wurde beobachtet, Namen wurden gemerkt, Abweichungen registriert. Es war nicht nötig, Strafen auszusprechen. Die Angst genügte. Der Blick fiel erneut auf denselben Mann. Turner, der Cooper. Stand zwischen zwei Forderungen, die sich gegenseitig ausschlossen. Die Offiziere verlangten haltbare Fässer. Die Mannschaft verlangte sauberes Wasser. Turner wusste, dass viele Tonnen nur noch durch Gewohnheit als brauchbar galten. Roch das Faulige, bevor andere es schmeckten. Wenn meldete, dass ein Fass verdorben war, wurden die Rationen gekürzt. Wenn schwieg, tranken Männer Wasser, das sie krank machte. Also begann zu entscheiden. Nicht laut, nicht offen, in kleinen Verschiebungen. Ein Becher etwas wohler hier, ein Fass etwas früher geöffnet dort. Genug, Leben zu verlängern, nicht genug, aufzufallen. Doch Mangel scharft den Blick. Eines Morgens fehlte Wasser, nicht viel, aber genug, Misstrauen zu wecken. Gespräche verstummten. Sobald jemand naherkam, Blicke folgten Bewegungen. Der Verdacht suchte keinen Schuldigen. Suchte ein Opfer und fand Doch. War stiller geworden, bewegte sich vorsichtig, sprach kaum noch. Für viele war das Beweis genug. Ist oft in der Nähe der Fässer, murmelte jemand. Nimmt sich, was braucht, sagte ein anderer. Niemand sagte, warum gerade es Gewissen sein sollte. Es musste nicht gesagt werden. Doch wurde zur Seite geführt. Befragt. Seine wenigen Habseligkeiten wurden durchsucht. Ohne Beweis, ohne Sorgen, nur mit der Gewissheit, dass Verdacht genügte. Byron stand dabei und spürte, wie sich etwas in ihm zusammenzog. War es nicht, sagte schließlich. Die Worte waren ruhig, aber sie waren eindeutig. Ein Offizier wandte sich ihm zu. Sein Blick war kühl, prüfend. Woher wissen Sie das? Byron antwortete ohne zu zögern, weil niemand etwas gesehen hat. Und weil Hunger kein Beweis ist. Ein Moment lang sagte niemand etwas. Dann ließ man Doch gehen. Nicht, weil man ihm glaubte, sondern weil es bequemer war,
den Konflikt zu würdigen. Doch etwas war geschehen. Byron hatte Partei ergriffen. Von diesem Tagen wusste dass Neutralität an Bord eine Illusion war. Wer schweig, stimmte zu. Wer überlebte, tat es auf Kosten eines anderen. Turner arbeitete weiter, reparierte Fässer, zog Reifen nach. Schweig, wusste nun, dass jede seiner Entscheidungen Folgen hatte und dass Untätigkeit ebenso tödlich war. Die Wager segelte weiter, mit weniger Wasser, mit mehr Misstrauen und mit einer neuen Gewissheit, die sich unter Deck ausbreitete. Macht entsteht nicht durch Gewalt, sondern durch das, was man verweigert. In jener Nacht brach etwas endgültig, nicht laut, nicht plötzlich, sondern so, wie morsches Holz nachgibt, mit einem dumpfen, unausweichlichen Knacken. Unter Deck war die Luft kaum noch zu atmen. Krankheit und Angst lagen schwer zwischen den Hängematten. Männer flüsterten statt zu sprechen. Jeder Blick wurde abgewogen, jeder Schritt beobachtet. Niemand wusste mehr, wer Freund war und wer nur wartete. Ein Gerücht machte die Runde. Es war vage, unklar, aber genau deshalb gefährlich. Man sagte, jemand habe Wasser versteckt. Man sagte, jemand halte Vorräte zurück. Man sagte, die Offiziere wussten davon. Und man sagte, Mitchell habe es gesehen. James Mitchell bewegte sich nun anders über das Schiff. Nicht hastig, nicht wütend, sondern gesammelt. Seine Augen wanderten über Gesichter, blieben an schwachen Hängen. Sprach leise, aber eindringlich. So leise, als dass Offiziere es hörten. Laut genug, Wirkung zu entfalten. So kann es nicht weitergehen, sagte Einer trinkt, ein anderer stirbt. Niemand widersprach ihm offen. Es geschah während der Abendwache, unter Deck. Dort, wo das Licht schwach und die Wege eng waren, ein Streit entflammte einen Becher, einen einzigen Schluck Wasser. Worte wurden lauter, Hände griffen zu, Byron hörte den Lärm, noch bevor ihn sah. Ein Mann lag am Boden, Blut sickerte zwischen den Planken. Sein Gesicht war verzerrt, seine Augen offen, aber leer. Neben ihm stand Mitchell, in der Hand ein Werkzeug, kein Messer, kein Sabel, etwas Alltägliches, etwas, das jeder benutzte. Für einen Moment bewegte sich niemand. Dann brach Chaos aus, Rufe, Schritte, Flüche. Einer schrie nach einem Offizier, ein anderer zog den Körper weg, als ließe sich der Tod damit verbergen. Mitchell wich zurück, nicht panisch, sondern ruhig, so ruhig, als die Offiziere eintreffen, war alles bereits entschieden. Man sprach von einem Unfall, von einem Sturz, von einem unglücklichen Gerangel. Niemand widersprach, nicht aus Überzeugung, sondern aus Angst. Der Tote wurde fortgebracht. Sein Name wurde notiert, mehr nicht. Kein Gebet, keine Frage, die Arbeit ging weiter. Das Schiff durfte nicht stehen bleiben. Unter Deck aber hatte sich etwas verändert. Die Männer wussten nun, dass die Grenze überschritten war, dass Gewalt nicht mehr nur angedroht, sondern geschehen war, und dass sie folgenlos geblieben war. Mitchell wurde nicht eingesperrt, nicht angekettet. Man brauchte ihn. Sehen können war wichtiger als das Leben eines Matrosen. Das hatte jeder verstanden. In dieser Nacht schlief kaum jemand. Die Jungen lagen wach, die Augen weit offen. Die Alten starrten ins Dunkel. Doch saß still an der Wand, die Hände die Knie gelegt. Turner arbeitete weiter, obwohl niemand es verlangte. Als ließe sich Schuld mit Arbeit abtragen. Byron schrieb später,
Brüderlichkeit endet dort, wo der Tod keinen Namen mehr tragt. Am nächsten Morgen war das Deck geschrubbt, das Blut verschwunden. Die sei ruhig, von außen wirkte alles geordnet. Doch unter Deck war die Gesellschaft zerbrochen. Nicht durch Hunger allein, nicht durch Krankheit, sondern durch die Erkenntnis, dass man toten konnte und das Schiff trotzdem weitersegelte. Am Morgen danach war das Meer ruhig. Die Wager glitt durch das Wasser, als sei nichts geschehen. Die Segel standen sauber im Wind. Die Befehle wurden gegeben, die Wachen gewechselt, die Arbeit verrichtet. Von außen war das Schiff ein funktionierender Teil der Flotte, ein Werkzeug des Reiches. Der Tod der vergangenen Nacht wurde in das Logbuch eingetragen. Ein kurzer Vermerk, sachlich, ohne Fragen, ein Unglücksfall während der Arbeit. Damit war die Sache beendet. Der Körper des Mannes wurde dem Meer übergeben. Kein Name wurde laut gesprochen, kein Gebet gelesen. Verschwand im Wasser, als habe es einen nie gegeben. Die Wellen schlossen sich über ihm, und das Schiff segelte weiter. So funktionierte es. Doch lebte noch, doch etwas hatte sich ihn gelegt wie ein Schatten. Sprach kaum noch, bewegte sich so unauffällig wie möglich. Seine Freiheit existierte weiterhin. Aber sie war dünn geworden, fast durchsichtig. Sie hing nicht an Gesetzen oder Flaggen, sondern an der momentanen Laune derer, die stärker waren. Turner, der Cooper, reparierte weiter Fässer. Seine Schultern waren gesenkt, sein Blick müde. Fragte nicht mehr, wofür das Wasser bestimmt war. Tat, was von ihm verlangt wurde, nicht aus Gehorsam, sondern aus Erschöpfung. Jeder reparierte Tonne war ein weiterer Tag Leben für das Schiff und eine weitere Last für ihn selbst. Mitchell arbeitete ebenfalls weiter, ungehindert, unkommentiert. Niemand sah ihm mehr direkt in die Augen. Man ließ ihm Raum, nicht aus Respekt, sondern aus Vorsicht. Die Offiziere hielten die Ordnung aufrecht. Befehle wurden befolgt. Die Peitsche blieb meist ungenutzt. Sie musste es nicht mehr. Jeder hatte gelernt, was möglich war und was folgenlos blieb. Byron stand oft an der Reling und sah hinaus auf das Meer. Dachte an die Männer, mit denen eingeschifft hatte, an das, was sie gewesen waren, und an das, was aus ihnen geworden war. Verstand nun, dass das Schiff nichts erschaffen hatte. Es hatte nichts Neues hervorgebracht. Es hatte nur alles verdichtet. Die Ungleichheit, die Angst, die Gewalt, alles, was im Land verteilt war hier zusammengepresst worden, ohne Ausweg, ohne Abstand. Ein Kriegsschiff, begriff Byron, machte die Menschen nicht schlecht. Es nahm ihnen nur die Möglichkeit, sich vor sich selbst zu verstecken. Die Wager segelte weiter, mit geflickten Fässern, mit funktionierenden Segeln, mit einer Gesellschaft, die nach außen intakt wirkte. Doch die Männer an Bord waren nicht mehr dieselben. Und Byron wusste, das Schiff würde seinen Hafen erreichen, aber nicht alle, die es trugen, würden je weiter an Land kommen, selbst wenn sie überlebten.